Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute möchte ich zu euch über die Natursalzsole sprechen und wie notwendig diese für unsere Gesundheit ist, als auch über das lebendige, gereinigte Wasser und dass auch dieses absolut notwendig für unsere Gesundheit ist, inshallah. Dabei werden wir unter anderem erörtern, warum die Natursalzsole noch gesünder und besser ist als das Natursalz selber und wie das gereinigte Wasser beschaffen sein sollte, welches wir trinken sollten, zumindest welches wir für diese Natursalzsole benutzen sollten. Zuerst werden wir jetzt eine Natursalzsole herstellen. Dazu benötigen wir grobes Himalaya-Kristallsalz. Und zwar wäre es noch besser, wenn man diese großen Kristallsalzbrocken aus Pakistan verwenden würde. Ich habe jetzt nur diese kleinen Steinchen gefunden, aber diese tun es auch, inshallah. Für die Natursalzsole können wir nur dieses Kristallsalz aus Pakistan verwenden, kein anderes Salz, weil dieses eine kristalline Struktur hat und nur diese ist eben zellverfügbar. Und deshalb können wir kein anderes Natursalz dafür verwenden. Zudem ist es elektrisch leitfähig und dadurch funktioniert unser ganzer Organismus. Für die Natursalzsole benötigen wir ferner unbedingt gereinigtes Wasser, also entweder gereinigtes Quellwasser oder dieses Umkehr-Osmosewasser oder eben destilliertes Wasser. Nur eines dieser drei Wasser dürfen wir für die Trinksole benutzen, damit sie eine wirklich gute Qualität bekommt und für unsere Gesundheit von Nutzen sein wird. Wie dieses gereinigte, lebendige Trinkwasser beschaffen sein sollte und warum das so ist, dazu werde ich euch gleich noch mehr sagen. Jetzt wissen wir erstmal, wie die Natursalzsole herzustellen ist und dass sie nur aus zwei Zutaten besteht, aus dem Kristallsalz aus Pakistan eben und aus gereinigtem Umkehrosmose, destilliertem oder auch Quellwasser. Das maximale Lösungsvermögen einer Salzsole beträgt 26%, das heißt, dass in 1 Liter Wasser höchstens 260 Gramm Salz aufgelöst werden können. Mehr Salz würde sich nicht auflösen und ungelöst am Boden bleiben. Man bezeichnet solch eine Sole als gesättigte Sole. Sobald also diese Sole nach ein paar Stunden gesättigt sein wird, wird das Wasser wieder klar werden und das übrig gebliebene Salz bleibt am Boden liegen und dann könnte man die Sole immer wieder mit neuem Wasser, mit neuem gereinigtem Wasser auffüllen. Jetzt möchte ich euch erklären, warum die Natursalzsole so gesund ist. Ohne Salz ist Leben nicht möglich. Jeder kleinste Vorgang in unserem Körper erfordert Salz bzw. seine Mineralstoffe in ionisierter Form. Unser Blut ist eine 1%ige Salzlösung, also eine Sole, und entspricht damit der Salzkonzentration der früheren Urmeere. Dieses erhalten wir, wenn wir das naturbelassene Salz der Urmeere, also das Kristallsalz, für unsere Speisen- und Heilzubereitungen verwenden. Natürliches Salz enthält neben Natriumchlorid noch weitere Mineralstoffe und Spurenelemente. Es eignet sich überdies nicht nur in gemäßigten Mengen als Lebensmittel zur Aufwertung einer gesunden Ernährung, sondern kann genauso vorzüglich als linderndes Heilmittel für viele innere und äußere Anwendungsmöglichkeiten eingesetzt werden. Industriell verarbeitetes Kochsalz hingegen schadet insbesondere aufgrund der zugesetzten Chemikalien dem Menschen. Auch ist es ein Isolat, ein Auszugssalz, dem alle gesunden Mineralstoffe entzogen wurden und dem isolierte Chemikalien hinzugefügt wurden, wie Aluminium, Jod, Fluor und Natriumnitrit. Deshalb macht das Kochsalz, welches ein Abfallprodukt der Industrie ist, uns krank und ist verantwortlich unter anderem für sämtliche heutige Zivilisationskrankheiten. Hier haben wir jetzt gerade gesehen, wie wir eine Sole-Trinkkur herstellen, indem wir gereinigtes Wasser nehmen, also ein Glas gereinigtes Wasser am Morgen mit einem halben Teelöffel von dieser Natursalzsole vermischen und dies dann eine halbe Stunde vor dem Frühstück jeden Morgen auf leeren Magen einnehmen sollten. Eine Sole-Trinkkur empfiehlt sich als Basistherapie-Bestandteil bei nahezu allen Gesundheitsproblemen. Sie entgiftet den Körper und gleicht ein Ungleichgewicht aus. Auch äußerlich kann man sie bei allen möglichen Krankheiten anwenden, durch Solebäder, Sole-Tinkturen, Sole-Fußbäder und so weiter. Täglich morgens und abends ein paar Tropfen im Gesicht verstreichen und trocknen lassen, lässt kleine Falten verschwinden und macht die Haut jung, glatt und gesund. Da unsere Zellen aus nichts anderes als aus Wasser und Salz bestehen, geben wir unserer ausgetrockneten Haut das zurück, was ihr fehlt, und laden sie mit all den gesunden Mineralien auf, die in der Natursalzsole enthalten sind. Hier sehen wir jetzt das Lauretaner Wasser. Das ist das beste Quellwasser deutschlandweit, weil es das mineralstoffärmste und reinste Quellwasser ist, was wir hier haben.
Deshalb möchte ich all denjenigen empfehlen, die noch kein Destilliergerät haben oder keinen Umkehrosmosefilter haben, um ihr Trinkwasser zu reinigen, dass sie sich dieses Lauretaner-Wasser kaufen. Das kann man in jedem Bioladen finden, um damit die Natursalzsole herzustellen. Zum Wasser sollte man daher wissen, dass es die Aufgabe hat, Transportmedium zu sein, Nährstoffe zu transportieren vom Darm bis in die Zellen rein über das Blut und auf dem Rückweg die Abfallstoffe der Zellen wieder aus dem Körper auszuleiten. Diese Aufgabe kann das Wasser am besten erfüllen, wenn es möglichst wenig beladen ist mit anderen Stoffen, wie vor allem auch Mineralien. Das Wasser sollte also möglichst mineralarm sein und möglichst rein. Das Wasser hat auch die Qualität, am Informationsaustausch beteiligt zu sein. Das Wasser in den Zellen ist also ein Medium, Informationen auszutauschen und sollte deshalb so frachtarm wie möglich sein. Denn unser Körper, also unser Enzymsystem im Körper, ist nicht darauf geeicht, die Mineralien aus dem Wasser rauszufischen, denn hier ist die Resorptionsrate sehr gering. Es ist vielmehr darauf geeicht, die Mineralstoffe aus der Ernährung, sprich aus der pflanzlichen und tierischen Nahrung herauszuholen. Die Mineralien im Wasser sind daher nicht zellverfügbar und der Körper kann sie nicht aufnehmen. Sie belasten das Wasser nur, sodass es seine Aufgabe des Transports nicht mehr richtig erfüllen kann. Und das ist der Grund, warum wir kein Mineralwasser kaufen sollten, denn das Mineralwasser ist noch schädlicher als das Leitungswasser, denn zu diesem Wasser werden isolierte Mineralien zugesetzt und die Industrie verkauft uns dieses Mineralwasser als gesundes Wasser, obwohl es das in Wirklichkeit überhaupt nicht ist. Das ist sogar sehr krankmachend und deshalb sollten wir überhaupt kein Mineralwasser kaufen, wenn, dann nur reines Quellwasser. Am besten wäre es, wie gesagt, sich einen Umkehrosmosefilter anzuschaffen oder eben ein Destilliergerät. Wasser ist eben sehr aufnahmefähig, indem es Stoffe aufnimmt und transportiert. Je reiner es also ist, umso größer ist diese Fähigkeit. Bei der Verbindung von reinem Wasser mit Natursalz verändern sich beide Elemente zu einer energetischen Vorlage. Die Sole gleicht aus, füllt dort auf, wo etwas fehlt und nimmt weg, wo zu viel da ist, energetisch gesehen. Sie aktiviert die Selbstheilungskräfte und entschlackt. Ebenso reguliert sie die Fettproduktion der Haut, unabhängig davon, ob man unter fettiger oder trockener Haut leidet. Sie hilft bei beidem. Ebenso können wir sie zum Zähneputzen nehmen, indem sie die Bakterien in den Zahnfleischtaschen vernichtet. Die Salzsole besteht aus den gleichen 84 Elementen, aus denen auch unser Körper besteht. Alles, was notwendig ist, um Leben zu erschaffen und Gesundheit aufzubauen, finden wir in der Natursalzsole. Das zeigt auch der Vergleich von Meerwasser zu unserem Blut. Leben ist in einer Salzlösung entstanden, welches 84 Elemente enthält. Unser Blut hat genau diese Elemente in fast den gleichen Mischungsverhältnissen. Das Blut ist also nichts anderes als verändertes Meerwasser. Um eine natürliche Gesundheit sicherzustellen, sind die 84 essentiellen Lebenselemente notwendig. Deshalb sollten wir uns etwas Urmeerwasser zuführen, aus dem unser Körper zum Teil auch besteht. Dieses Urmeerwasser ist die Salzsole, die wir aus naturbelassenem Kristallsalz und reinem Wasser wie Quellwasser oder destilliertem lebendigem Wasser herstellen können, wie wir jetzt gesehen haben. Zu dem Lauretanerwasser haben wir jetzt einiges gesagt. Wir sehen jetzt hier auch das Samsamwasser stehen und dazu möchte ich noch einiges sagen, inshallah. Der japanische Wissenschaftler Emoto hat dazu herausgefunden, dass das Samsamwasser das beste und reinste Wasser auf der ganzen Welt ist. Subhanallah. Das ist also das mineralstoffärmste und reinste Wasser überhaupt, was es gibt. Dazu hat er in seinen Versuchen herausgefunden, dass das Samsamwasser, wenn man davon ein wenig zu normalem Wasser hinzugibt, dieses normale Wasser die Eigenschaften des Samsamwasser komplett annimmt und praktisch aus diesem Wasser vollständiges Samsamwasser entsteht. Subhanallah. Wer daher zu Hause etwas von dem Samsamwasser übrig hat, sollte dieses unbedingt für seine Natursalzsole benutzen, also ein Teil davon wenigstens, wie ich das hier in diesem Video auch getan habe, denn dadurch wird sich seine Natursalzsole um ein gewaltiges in der Qualität noch verbessern, indem sie noch viel gesünder wird als eine normale Natursalzsole aus normalem gereinigtem Wasser. Wer also zu Hause etwas Samsamwasser hat, sollte unbedingt davon etwas zu seiner Natursalzsole hinzugeben, inshallah. Ja, was noch zu erwähnen wäre, ist, dass die Salzsole auch basisch wirkt und unseren übersäuerten Organismus neutralisiert. Ferner wäre noch erwähnenswert, dass das Wasser, welches wir trinken, abgesehen davon, dass es halt reines Wasser sein sollte, möglichst auch in Glasflaschen aufbewahrt werden sollte, damit es nicht von den ungesunden Weichmachern und Schadstoffen in Plastikflaschen verseucht wird,
wie auch hormonähnlichen Schadstoffen, die darin enthalten sind. Das Samsamwasser, was ich hier im Video jetzt stehen habe, ist leider auch noch in einer Plastikflasche. Ja, das sollte auch in eine Glasflasche umgefüllt werden natürlich. Hier sehen wir nochmal das Glas Wasser, welches wir mit einem Teelöffel von der Natursalzsole vermischt haben und welches wir jeden Morgen auf leeren Magen eine halbe Stunde vor dem Frühstück trinken sollten, damit es unseren Organismus entgiftet, entschlackt, entsäuert und ein Ungleichgewicht ausgleicht in Schala. Was noch zu erwähnen wäre, ist, dass diese Natursalzsole elektrisch leitfähig ist und deshalb sollten wir sie nicht mit Metall in Verbindung oder in Berührung bringen und auch keine Metalllöffel verwenden zum Umrühren, und auch der Deckel sollte aus Glas bestehen, genauso wie das komplette Einmachglas eben aus Glas besteht. Denn durch die Verbindung mit Metall würde eine chemische Reaktion entstehen. Und das ist der Grund, warum wir lieber mit einem Plastik, noch besser mit einem Holzlöffel, die Natursalzsole umrühren und daraus einige Teelöffel entnehmen sollten. Ja, das dazu. Inshallah haben wir jetzt verstanden, warum wir lieber die Natursalzsole jetzt für das Würzen unserer Speisen benutzen sollten, anstelle des Natursalzes. Aber wer natürlich noch keine Natursalzsole hat, sollte nach wie vor seine Speisen lieber mit Natursalz salzen, anstelle des Kochsalzes, welches uns nur krank macht, welches wirklich giftig für unseren Organismus ist. Aber jetzt nach dem Video wäre es eben noch besser, wenn man die Natursalzsole aufsetzt und stattdessen seine Speisen lieber damit würzt, denn der Körper kann diese Natursalzsole sehr viel besser aufnehmen und verwerten als das Salz selber, weil er, wie gesagt, aus dieser Natursalzsole besteht. Sprich, unsere Zellen bestehen eben aus nichts anderem als aus Wasser und Salz. Unser Blut besteht eben aus einer 1%igen Solelösung und deshalb sollten wir unserem Körper etwas Urmeerwasser durch diese Salzsole zuführen. Und wenn möglich, sollten wir so viel es geht auf alle möglichen Fertigprodukte verzichten, die immer dieses ungesunde, krankmachende Kochsalz enthalten, das unseren Körper eben nur vergiftet. Inshallah konnte ich euch mit diesem Gesundheitsvideo von Nutzen sein und euch wichtige Denkanstöße dazu vermitteln. Denn die Gesundheit sollte uns wirklich sehr am Herzen liegen, denn sie ist wie eine unsichtbare Krone auf dem Haupt des Gesunden, die nur der Kranke sehen kann. Denn erst wenn man krank ist, weiß man seine Gesundheit wirklich zu schätzen, aber dann ist es meistens zu spät. Und deshalb sollten wir unbedingt dafür vorsorgen, inshallah. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und inshallah sehen wir uns wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.